Hallo Freunde, letzte Woche Samstag am 8.6.2024 war es wieder soweit. Die Luxor Fantastic Ausgabe Nummer 8 hat ihre Pforten geöffnet. Ich war natürlich vor Ort, ja, ist ein bisschen anders gekommen, wie es eigentlich geplant war. Trotzdem, was ich gefunden habe, Einblicke zur Convention und so weiter, alle das seht ihr wie gewohnt nach dem Intro. Ja Leute, wenn ihr meine Videos verfolgt habt, dann habt ihr gesehen, dass ich ein Ankündigungsvideo zur Luxor Fantastic 8, das Film-, Figuren- und Comic-Event gemacht habe. Und in dieser Ankündigung war es ja so, dass ich eigentlich zusammen mit Seatoys, zusammen mit dem Christian vor Ort sein wollte und ihm am Stand, an seinem Verkaufsstand aushelfen und mit euch quatschen wollte. Das ist ein bisschen anders gekommen, da Seatoys leider krankheitsbedingt nicht vor Ort sein konnte. Ja, sehr, sehr schade. Ich hoffe wirklich aufs nächste Mal, ja, dass da alles passt. Und somit war ich privat vor Ort. Somit konnte ich aber auch ein paar Minuten länger schlafen am Morgen. Ja, musste nicht ganz so früh raus, was dann für mich auch sein Gutes hatte. Aber nichtsdestotrotz, natürlich war ich privat vor Ort und wir sind dann ganz gemütlich am Vormittag hingefahren. Das Event hat um 9 Uhr aufgemacht. Ich meine, so um 10 Uhr waren wir ungefähr in Bensheim. Für die, die es nicht kennen, Bensheim ist im schönen Hessen, ja, grob gesagt in der Nähe von Darmstadt. Und haben so eine Stunde Anfahrt etwa gehabt. Ja, ganz grob gesagt. Und ist in dem Luxor Filmpalast in Bensheim. Hat dieses Event stattgefunden, jetzt mittlerweile schon zum 8. Mal, wie gesagt. Ja, also in einem wirklichen Kino. Die Atmosphäre da ist immer wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ja, also für alle die, die es verpasst haben, den empfehle ich auf jeden Fall zur Ausgabe 9, die hoffentlich wirklich feststeht, nächstes Jahr auf jeden Fall vorbeizukommen. Ja, es ist immer eine Reise wert und ich habe schöne Sachen gefunden. Ich habe viele von euch getroffen. Ich habe viele Freunde wieder gesehen, viele Händler wieder gesehen, lange gequatscht, viel zu wenig und zu viel gequatscht. Zu wenig mit den einzelnen Leuten, ja, zu viel, weil es halt einfach, ja, weil man einfach überall stehen geblieben ist. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, um einmal komplett rund zu gehen, und dann ist das Event auch noch auf 2 Etagen verteilt. Dazu kommen wir dann später. Wenn ich hier jemanden in dem Video jetzt vergessen sollte, Leute, seht es mir nach. Ja, ich habe diesmal kein Skript, das ich mir irgendwie runtergeschrieben habe, wer war alles da, sondern ich mache das jetzt alles aus der Erinnerung, aus dem Kopf raus. Ja, und auch so versuche ich wie immer dran zu gehen, wie ich das Ganze auch wirklich erlebt habe. Und damit möchte ich anfangen, Leute. Ich bin reingekommen, Eintritt hat 8 Euro gekostet, finde ich vollkommen okay. Ja, und den ersten, den ich gesehen habe, war der Manuel Göttlicher. Manuel, Grüße an dich, My Toy Trader. Und mit dem hatte ich schon vorher einen Deal gemacht, kann man sagen. Ja, wir haben uns zuletzt auf der Power of the Force in Köln auf der Star Wars Convention getroffen. Und da hatte ich zu spät gesehen, wie wir schon weg waren, das hatte ich dann nur im Nachhinein auf Fotos gesehen, dass der Manuel, ich greife jetzt gerade mal hier so nach vorne, ein paar schöne Vintage-Poster hatte, tatsächlich Vintage-Poster, auch wenn ich immer sage, ich habe keinen Plan, wo ich die bei mir hin tun soll, weil ich habe keine Wände mehr frei. Aber die habe ich gesehen gehabt und dann habe ich ihn angeschrieben und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich mir die dann auf der Luxor jetzt abholen kann. Und zwar sind das 4 Poster hier, und zwar 4-mal Indiana Jones Vintage Poster. Ich zeige es euch jetzt einfach mal ganz grob. Hier ist einmal der Shorty, der Short Round. Ja, die Poster sind alle neu und sind wirklich von, ich meine, 84. Ja, hier haben wir nochmal Indy mit Short Round. Ich mache das jetzt mit den Postern ganz schnell, weil ich glaube, die Poster sind nicht so spannend für euch. Dann haben wir hier natürlich den Mann mit der Peitsche himself. Wir haben hier Harrison Ford, oh Gott, als Indiana Jones. Ja, und die lege ich einfach mal hier runter. So viel Zeit muss sein, wollte ich gerade sagen. Und wir haben den Bösewicht. Wir haben Mola Ram oder Mola Ram. Ja, also 4 Poster. Ja, er hat noch einige davon da. Also Leute, wie gesagt, wenn ihr auch Vintage-Poster sammelt, ja, der Manuel, My Toy Trader, hat noch einige von diesen Postern am Start. Ja, es gibt 4 Stück und alle 4 habe ich mir mitgenommen.
Ja, und war dann glücklich und bin weitergegangen. Und dann war ich bei, jetzt muss ich gerade überlegen, wo war ich zuerst? Ich glaube, ich war beim Jens von der Pfalz Connection, auch Grüße an dich. Und da hatten wir auch vorher einen Deal gehabt. Ich hatte bei ihm was gesehen online und habe gesagt, kannst du mir das mitbringen? Ja, ich kaufe es jetzt schon, dann habe ich es online. Wie gesagt, ich habe es ihm dann im Vorfeld bezahlt und er hat es mitgebracht. Und das passt richtig, richtig schön in meine Sammlung, denn ich habe hier einmal Colonel Troutman von der Rambo Force of Freedom, ja, Zeichentrickserie nenne ich mal. Ja, da habe ich in letzter Zeit einige Figuren bekommen. Da folgt auch noch ein Video. Und der Colonel Troutman sieht halt wirklich cool aus. Man erkennt ihn halt wirklich, finde ich, den Richard Crenna, den Schauspieler. Und er kommt nicht komplett. Es war mir aber vollkommen, ja, nicht egal, aber es war vollkommen okay. Er hat hier ein Gürtelholster an und hat auch hier noch die Pistole drin stecken. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt rauskriege. Doch, hier diese kleine Mini-Pistole hier drin stecken. Und ich habe hier noch ein MG, ein Maschinengewehr, was auch immer. Auch das war hier dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihm gehört oder jemand anders. Auf jeden Fall die Figur habe ich mir dann bei ihm abgeholt. Und noch den, ich glaube, er heißt Combo, ja, einer von Rambos Freunden. Auch hier ohne jegliches Zubehör. Aber die Figur ist für ein Display, finde ich die immer ganz schön. Ich habe einige als Mock, also auf Karte original verpackt. Und ihn hier jetzt lose davor zu stellen, das finde ich cool. Sehr, sehr schöner Zustand. Die Embleme sind überall noch vorhanden. Ja, auch auf der Brust das Force of Freedom Logo. Finde ich sehr, sehr schön. Die hatte ich bei ihm dann mitgenommen. Ja Leute, dann kommen wir zu was ganz Tollem. Und zwar, ich muss es so rum erzählen, den Retro-Krempel habe ich getroffen. Grüße an dich, auch ein YouTuber. Ich versuche alle, die ich jetzt hier erwähne, auch unten in der Videobeschreibung, reinzupacken. Auch mit den jeweiligen Links, dass ihr halt dann draufklicken könnt und dann zu ihren Profilen etc. kommt. Den guten Retro-Krempel, mit dem hatte ich einen Deal auch vorab gemacht. Ich habe ihm was angeboten, beziehungsweise er wollte was von mir haben und hat mir gleichzeitig gesagt, ich habe ja was, ist das was für dich? Und das war es auch. Wir haben ein bisschen aneinander vorbei geredet, denn ich habe seine Sachen nicht mit zur Luxor genommen. Er hat aber das, was er für mich hatte, mitgebracht. Nochmal vielen lieben Dank. Ja, und wir haben uns auf jeden Fall, ich habe deine Sachen, solltest du das Video sehen, schon zusammengepackt und die werden auf jeden Fall bei der Toyplosion dabei sein. Die vergesse ich diesmal nicht. Auf jeden Fall hat mir jemand ganz Tolles mitgebracht und zwar im Tausch gegen ein paar Sachen, die er von mir bekommt, einen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie er heißt, aber da kommen wir dann gleich drauf. Nämlich eine Figur von Dungeons and Dragons von der Firma Elgin von 83, 84 so um den Dreh rum. Sehr, sehr schön. Auch kein Zubehör, aber das macht auch nichts. Ja, die Elgin Dungeons and Dragons Reihe finde ich richtig coole Figuren mit auch richtig tollen Karten und Artworks und so weiter. Und auch hier ist es schön, wenn man so lose Figuren davor displayen kann. Ja, wie gesagt, den Namen finden wir gleich raus, denn ich habe noch was von Dungeons and Dragons gefunden und das war ein Tipp von dem guten Retro-Krempel. Der hat nämlich gesagt, guck mal da vorne am Tisch, da liegen lauter Werbehefte und Prospekte und so weiter. Und da bin ich dann hingegangen und das war der Tisch von dem Mr. Coleco. Auch hier viele Grüße. Wir haben uns in letzter Zeit zweimal in Folge, ja, auf dem selben Flohmarkt getroffen. Ja, sehr nett gequatscht und auch hier wieder einiges an Zeit verplaudert, sage ich mal. War immer schön mit dir zu quatschen und diese, ja, Werbungszeitungen, was auch immer, Sammelkiste war von ihm. Ich habe ein bisschen gewühlt und habe hier was Tolles gefunden, denn ein Werbeprospekt, oh, das kann man gar nicht, hoffentlich stellt es scharf, von Dungeons and Dragons, so ein kleines Mini-Format, finde ich sehr, sehr schön. Ja, es sieht sehr, sehr toll aus. Die fantastische neue Spielidee, das heißt, es ist wirklich alt. Ja, ich blende euch natürlich immer Bilder ein, es sieht sehr toll aus. Und das Tolle ist auch, oder das noch Tollere ist, das ist noch so einfach gehalten, denn es kämpft nämlich das Gute und bei den Figuren steht tatsächlich überall gut dabei. Finde ich total witzig. Gegen das Böse und bei den bösen Figuren, also bei den Bösewichten, steht auch überall Böse dabei. Finde ich sau cool. Und hier haben wir nämlich den kleinen Gnom hier. Ja, seht ihr es? Hier die Figur, da ist er nämlich. Jetzt kann ich euch noch sagen, wie er heißt, denn er heißt Zarak.
Der meuchlerische Halbling. Das war noch reißerische Titel, oder? Zarak, der meuchlerische Halbling. Zarak ist halb Mensch, halb Unterweltwesen. Da hat man sich noch was einfallen lassen. Finde ich richtig cool. Ja, also wie gesagt, das Prospekt habe ich mir hier mitgenommen von ihm. Und 1983 steht übrigens hinten drauf. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Und dann hat er gesagt, der Mr. Coleco hat gesagt, ich habe hier noch was für dich. Und hat mir was gegeben und hat gesagt, hier, das ist für dich, bei dir ist es gut aufgehoben, ich möchte es dir schenken. Und das fand ich halt richtig, richtig toll. Und ich sage es jedes Mal wieder, und ich werde auch nicht müde, das zu sagen, sowas ist keine Selbstverständlichkeit. Überhaupt nicht, schon gar nicht, ja, in der heutigen Zeit, sage ich mal, wo viele einfach nur an sich denken, ja, so schade es ist. Aber in dieser Community ist das richtig, richtig klasse. Und er hat mir was mitgegeben, worüber wir auf einem der letzten Flohmärkte, wo wir uns gesehen haben, gesprochen haben. Ich bin hier immer auf der Suche nach Gummifiguren, nach Bully, Schleich, Heimo, wie sie alle heißen. Und da sind wir auf Garfield-Figuren gekommen und da hat er mir eine Geschichte erzählt von einem Garfield-Auto, weil diese Gummifiguren gab es ja auch immer mal dann in einem Flugzeug drin gesessen, in einem Auto, auf einer Schaukel und was auch immer. Und da hat er mir von einem Auto erzählt, was er bekommen hatte für den Garfield, ein Porsche. Und das Auto gab es so auch zu kaufen. Und dann gab es aber auch noch einen Prototyp, den er hat. Und Leute, jetzt dürft ihr dreimal raten, was er mir mitgebracht hat. Er hat mir die Autos mitgebracht, wo der Garfield normalerweise drin sitzt. Ja, hinten steht Porsche drauf. Ich hoffe, das kann man auf den Bildern einigermaßen erkennen. Und vorne ist ein G für Garfield drauf. Ja? Ich denke mal, das G ist für Garfield. Und ich muss kurz, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine, das weiße Auto ist auf den Markt gekommen und das schwarze war quasi ein Prototyp, ein First Shot, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Und ist so nie im Handel gewesen. Und die beiden Autos hatte er mir mitgebracht und hat sie mir einfach so überlassen, hat gesagt, halt hier, in deine Sammlung passt das super rein. Ich weiß, bei dir ist es richtig aufgehoben und hat sie mir in die Hand gedrückt. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, ich freue mich darüber wahnsinnig. Die kommen zu meinen Garfield-Figuren und ja, ich habe da immer eine schöne Geschichte zu erzählen und eine schöne Erinnerung dran. So, dann habe ich den Marc getroffen. Den Marc habe ich tatsächlich letztes Jahr auf der Luxor Fantastic 7 das erste Mal gesehen, beziehungsweise er hat mich angequatscht, hat gemeint, hier, du bist doch der Retro-Rauner und ich gucke deine Videos und so weiter. Und Marc, wenn du das siehst, auch Grüße an dich. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir uns auf Instagram oder Facebook im Kontakt sind, beziehungsweise ob wir uns da kennen, nenne ich es mal. Ja, aber du hast wie immer tolle Sachen da gehabt, Marc. Der Marc stellt auch immer aus, verkauft, hatte viel Star Wars und so weiter. Vintage sammelt er auch privat und hat gesagt, hier, ich habe hier was für dich, beziehungsweise ich habe hier was. Das habe ich in Auftrag gegeben und er bietet was an und ich mache jetzt mal unentgeltlich Werbung für den Marc. Also Marc, wenn du das hier siehst, dann lass mir gegebenenfalls mal deine Kontaktdaten zukommen, damit ich dich auch erreichen kann. Denn ich mache jetzt mal einen Aufruf, wenn jemand Interesse an sowas hat. Der Marc hat davon einiges zu Hause möchte die Sachen verkaufen. Und er hat mir einen Teil tatsächlich geschenkt. Wie gesagt, ich bekomme nichts dafür. Ich mache jetzt unerklärlich Werbung. Ja, ich habe das Teil geschenkt bekommen. Und zwar ist das ein Blister. Ein Blister für Star Wars Figuren. Ja, erstmal relativ unspektakulär. Aber das Tolle ist, ja, die Idee, die er hatte, ich kann hier meine Star Wars Figur reinstellen. Ja, meine lose Figur. Und wenn ich das Cardback, wie jetzt hier als Beispiel noch habe, kann ich das Cardback hinten reinschieben und dann habe ich die Figur auf einer Karte. Ich finde das toll. Was sagt ihr? Ich finde es richtig toll. Ich finde die Idee richtig cool. Ich habe keine Ahnung, ob es das schon gibt. Ich habe es bisher noch nie gesehen und auch nicht dran gedacht. Aber das finde ich eine coole Idee. Ja, Marc, also richtig cool. Nochmal vielen, vielen Dank für diesen, ja, Promo-Blister nenne ich es mal. Ja, also vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und Leute, wenn ihr da Interesse dran habt,
Ja, ich habe keinen Plan, was so ein Teil kostet, aber dann lasst es mich wissen, schreibt mir einfach mal in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an retrorauner@outlook.de und ich hoffe, dass der Marc dieses Video hier sieht und mir seine Kontaktdaten zukommen lässt, weil dann kann ich nämlich einfach den Kontakt herstellen. Also nochmal vielen Dank dafür. Ja, Leute, also diese Messe, diese Börse, diese Convention, ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll, ist richtig, richtig klasse. Es gibt sehr viel Abwechslung da. Das ist halt das Tolle, ja. Es gibt nicht nur Star Wars, es gibt nicht nur, also die großen, sage ich mal, Star Wars, Masters of the Universe, Turtles, WWF Hasbro, sage ich mal, ja. Das müssten so die 4 großen sein, die halt omnipräsent überall sind. Und hier ist es halt wirklich, es gibt so viel Verschiedenes von allen möglichen Toys, Toylines, Merchandise und so weiter. Finde ich richtig toll. Und mein Schatz hat mich hier aufmerksam gemacht auf einen Stand, der Gummifiguren hatte. Wie soll es auch anders da sein? Kein Flohmarkt, keine Börse, keine Convention ohne Gummifiguren. Und das Tolle ist einmal, ich konnte eine Figurenserie komplettieren. Und zwar die Figurenserie von Sindbad, der Cartoon-Serie aus den 70er Jahren. Da haben mir 2 Figuren gefehlt, und zwar einmal der Djinn, ja, den habe ich da mitgenommen, der Flaschengeist, und ich habe einmal mitgenommen, und den habe ich sehr, sehr selten gesehen, weil ich glaube, der wurde damals auch nicht in den 70ern nicht so oft verkauft. Ich habe hier den kleinen Raben auf dem Stamm, auf dem Ast sitzend. Der ist wohl relativ selten, sage ich mal, weil ich glaube, der geht, wenn er verkauft wurde, geht er sehr oft verloren und keiner kann damit auch so ein bisschen assoziieren, dass der halt zur Sindbad gehört. Das ist halt einfach ein Vogel auf dem Ast. Ja, also die 2 habe ich mir mitgenommen und somit die Serie jetzt endlich komplett. Und dann habe ich noch was Schönes, denn ich hatte in einem der letzten Videos auch schon mal die Figuren oder eine Figur gezeigt und habe gesagt, ich brauche noch die zweite. Und zwar sind das Hubba Bubba. Und ich habe jetzt beide nochmal gefunden. Also den einen hatte ich schon. Und jetzt habe ich auch noch den zweiten, den Hubba hatte ich schon, und ich brauchte ja noch, das ist der Hubba, und der Bubba ist der zweite, der kleinere. Und ich habe mir beide nochmal mitgenommen, denn auf einem Bein steht sich schlecht, und das Coole ist auch hier, der Bubba hat keine Bemalung. Der Hut ist nicht bemalt, der Zylinder ist nicht bemalt und der Mund ist nicht bemalt. Die Augen sind nur weiß, aber auch die Pupillen sind auch nicht schwarz bemalt. Ich weiß nicht, ob das eine Rohling ist oder was auch immer. Auf jeden Fall, die 2 habe ich mir mitgenommen. Sehr, sehr schön. Dann habe ich eine Alf-Figur mitgenommen, die ich auch so noch nicht gesehen habe, denn es ist ein Alf zu der Zeichentrickserie. Eine Gummifigur zu der Zeichentrickserie. Und die ist auch von Alien Productions 1990. Aber ist nicht von Bully, ist nicht von Schleich, sondern da steht Wendy's unten drauf. Wendy's. Und Wendy's ist ja eigentlich kein Figurenhersteller, sondern ist Wendy's was zu essen? Ist das eine Kette in den USA? Gott, ich krieg's gerade nicht auf die Reihe, aber ich meine schon. Aber auf jeden Fall ist es Wendy's, keine Figurenhersteller. Aber umso schöner, dass ich den gefunden habe und mitgenommen habe, ein Alf. Dann habe ich hier zur unendlichen Geschichte von 1984 die kindliche Kaiserin, die Childless, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der englische Name heißt, auf jeden Fall die kindliche Kaiserin mitgenommen in einem sehr, sehr schönen Zustand, hat keinerlei Farbabrieb, nix, müsste ich nur noch ein bisschen das Kleid säubern und dann sieht die aus wie neu, finde ich richtig cool. Und zu guter Letzt noch den guten Otto von Captain Future. Ist meine erste Captain Future Schleichfigur, die sind von Schleich gewesen. Und die sind eigentlich immer recht teuer. Und hier habe ich mit diesem Konvolut einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Die Nase ist ein bisschen berieben, aber ansonsten ist der, wie gesagt, im sehr schönen Zustand. Und habe hier wieder 2, 4, 6, 7 weitere Gummifiguren für meine Sammlung. Und bald kann ich ein Gummifigurenmuseum aufmachen. Dann haben wir einen Stand besucht, den ich nicht kenne, beziehungsweise es sind private Verkäufer gewesen. Die hatten wir schon mal in Ludwigshafen auf der Figurenbörse gesehen. Da haben wir auch was gekauft gehabt. Und ich meine, letztes Jahr auf der Luxor waren sie auch da. Bei denen haben wir was gekauft. Oder bei denen habe ich einiges gekauft. Und das ist eigentlich das Highlight, das meiste, was ich da geholt habe. Und zwar hatten die Wühlkisten gehabt. Figurenwühlkisten. Ja, und
Die Preise in diesen Kisten haben dran gestanden zwischen 1 und 4 Euro pro Figur aus dieser Kiste und dann habe ich angefangen zu wühlen. Ich liebe diese Kisten auf dem Flohmarkt als auch auf Börsen, finde ich total klasse, könnte ich mich verlieren. Ja, ich glaube, die haben so 4 oder 5 Kisten, so in der Größe ungefähr, da stehen gehabt, so hoch, ja, voll mit Figuren. Und wenn ich diese 4 oder 5 Kisten durch habe, könnte ich eigentlich gerade wieder vorne anfangen und nochmal durchgucken. Ich finde es einfach toll. Was ich gefunden habe, zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar, ich habe ja schon sehr, sehr viele Figuren als Mock, also original verpackt auf der Karte oder im Karton. Ja, und ich suche immer häufiger Figuren lose, die ich einfach da vorstellen kann. So gut und schön, wie das mit den Karten aussieht, so steril wirkt es teilweise doch. Und wenn man davor ein bisschen aufgelockert ein paar lose Figuren aus der gleichen Line hinstellen kann, finde ich das sehr cool. Und den Anfang macht Will Smith aus Independence Day. Den habe ich mir genommen. Die Figuren sind alle, wie gesagt, lose und auch ohne Zubehör, aber das macht mir da überhaupt nichts. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Der Will Smith, der Will Schmidt, den habe ich geholt. Dann habe ich einmal Agent Scully von Akte X mitgenommen. Der fehlt auch hier. Hier hat sie, glaube ich, diesen FBI-Badge, diesen Anhänger dran stecken, der fehlt auch. Aber ich, wie gesagt, habe sie mitgenommen. Dann habe ich hier eine Figur, den guten, da habe ich etwas gebraucht, bis ich wusste, wo der herkommt. Ich habe ihn gekannt, ich habe ihn erkannt aus der Kiste, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Und ja, dann ist es mir eingefallen, der gute ist von James Bond Junior, von der Zeichentrickserie James Bond Junior, ist ja auch Anfang der 90er rausgekommen. Den habe ich mir dann mitgenommen. Dann habe ich hier, wie blättern wir das mal, machen wir mal so. Ich habe hier eine Ghostbusters Geisterfigur, zack, mitgenommen. Ich glaube, der sitzt in einem Helikopter oder irgendwie sowas, meine ich. Ein Geist, der durfte mit zu mir, mit zusammen dem Fright Feature Ray Stantz oder Stantz. Ja, auch der war in der Kiste drin, mitgenommen. Und der Winston Zedmore, auch von der Fright Feature Variante. Da, da dreht sich der Kopf 20 Mal hin und her. Auch den habe ich mitgenommen aus der Kiste. Also 3 weitere Vintage Ghostbusters Figuren. Dann habe ich die ersten Figuren aus der Herkules-Serie aus den 90er Jahren mit Kevin Sorbo. Ich weiß gar nicht, wie war der Hersteller nochmal? Ich weiß es gar nicht. War das Toy Island? Nee, ich weiß es gar nicht. Steht es hier irgendwo drauf? Gott, das ist zu klein. Das kann ich gar nicht lesen, obwohl ich eine Brille habe. Ich zeige es euch erst einmal. Das ist hier die ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall ist so eine Biegefigur. Da kann ich die Arme und die Beine, wollte ich schon fast sagen, halt biegen. Da kann ich sie schön hinstellen. Der Oberkörper lässt sich drehen. Finde ich sehr cool. Meine erste Figur aus der Reihe. Und weil eine nicht genug ist, habe ich mir hier noch diese schöne dreiköpfige Hydra mitgenommen. Toybiz ist es, genau, Toybiz. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und hier kann ich den Schwanz drehen. Ja, und kann natürlich auch die Köpfe drehen. Und finde ich sehr cool. Alle 3 Köpfe haben andere Grimassen. Der eine schreit, der andere hat den Mund zu und der andere fletscht nur die Zähne. Finde ich sehr cool. Ja, und die machen sich bestimmt auch sehr schön im Regal. Die 2 habe ich mitgenommen. Dann habe ich schon länger in der Sammlung einmal auf dem Flohmarkt mitgenommen. Hatte ich den Archer von Small Soldiers von 1998, meine ich, diese Figur. Und auch sie hatten in der Wühlkiste den Captain, heißt er, glaube ich, Captain Chip Hazard. Ja, also den Gegenspieler vom Archer, wenn man das so nennen kann, in Anführungsstrichen. Den habe ich auch mitgenommen. Die 2 können sich jetzt hier bekriegen oder bebetteln oder Freundschaft schließen bei mir im Regal. Das schauen wir mal. Und dann habe ich was mitgenommen, wo ich dachte, die sehen einfach cool aus, aber sie gehören nicht wirklich zu irgendeiner Toyline. Es steht auch nichts drauf, es steht kein Copyright, kein Hersteller, nichts, kein Jahrgang, nichts drauf, weil die müssten aber auch 80er Jahre sein. Und zwar habe ich hier auch von der Größe her sehr schön Piraten mitgenommen. Piratenfiguren, Gummifiguren, beziehungsweise Kunststoff mit leichten Gummiarmen oder Beinen. Ich habe hier einmal so einen Piraten, der hat hier oben ein Loch in der Schulter. Ich gehe mal davon aus, dass hier so ein
Papagei oder was drauf gesessen hat. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, von was die sind. Ich weiß nur, dass sie ziemlich groß sind. Dann haben wir hier den nächsten. Der sieht ein bisschen aus, so wie man aus den 50er Jahren so Sindbad den Seefahrer kennt aus den Filmen. Auch den hier habe ich mitgenommen. Dann hier nochmal einen typischen Pirat mit Matrosenhemd und Augenklappe. Ja genau, Augenklappe hat er. Auch den. Und dann einen, ich sage jetzt mal Captain Hook Verschnitt. Einmal mit dem Enterhaken, dann mit dem Holzbein, was Silber ist. Vielleicht hat er da auch schon, vielleicht ist er ein bisschen neumodischer Piraten, hat ein Metallbein. Ja, also auf jeden Fall die 4 Figuren habe ich mitgenommen. Finde ich sehr, sehr schön, finde ich sehr cool. Weiß aber nicht, zu was die gehören, aber ich finde sie einfach toll. Und als letzte Figur, dann kommt noch was anderes, aber als letzte Figur habe ich noch einen Alf mitgenommen, den hat er auch gehabt. Und ich meine, die sind waren die von Siso oder so, glaube ich. Die waren in so einem Karton mit einem Blisterfenster, mit einem Sichtfenster vorne. Da gab es verschiedene Ausführungen. Und das hier ist der Super Alf mit 0 Problemo vorne draufstehen. Die Figur ist so samtig. Ja, und oftmals ist das so, dass dieser Samt abgewetzt ist durch das Spielen oder durch das Anfassen und so weiter. Und hier ist noch alles in einem wunderschönen Zustand. Also ein Alf darf natürlich auch in dieser Form nicht fehlen. Das waren die Figuren. Und dann habe ich noch unter dem Tisch oder haben wir noch unter dem Tisch was stehen sehen. Und zwar ein Kassettenkoffer. Und auch da habe ich gefragt, was er dafür haben will. Und den Preis fand ich auch vollkommen okay. Er hat mir dann sowieso einen Bundlepreis gemacht. Und was ich sagen kann, auf der Luxor, die Preise fand ich wirklich richtig cool. Ja, fand ich wirklich okay. Da habe ich schon ganz andere Preise auf anderen Börsen gesehen. Und ich habe mitgenommen den TKKG-Koffer in einem neuwertigen Zustand, würde ich sagen. Also richtig, richtig schön, richtig toll. Der hat mir noch gefehlt. Es gibt ja 2 TKKG-Koffer, meine ich. Beziehungsweise ich habe jetzt 2 Stück. Ich glaube nicht, dass es noch einen dritten gibt. Aber sehr, sehr schön. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube zwar nicht, dass diese Kantenschoner hier, dass die unten fehlen. Ich meine, der war so damals. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da anderer Meinung seid oder wenn ihr den vielleicht habt. Und der hat auch unten noch Kantenschoner. Und ich versuche ihn aufzumachen. Und wie ihr seht, ist auch noch das Inlay drin. Ja, nichts gerissen, nichts gebrochen, nichts kaputt. Also sehr, sehr schön. Und wie gesagt, da haben wir einen sehr schönen Deal gemacht. Er hat mir einen Preis genannt, wo ich nicht ablehnen konnte. Und habe dann eine ganze Tüte voll losen Figuren gehabt, schön zum Displayen. Nachdem ich das Video aufgenommen habe, werde ich es jetzt auch im Regal oder in den Regalen verteilen. Plus den Kassettenkoffer, der wandert in meine Kassettenecke. Also wunschlos, glücklich, aber es war noch nicht alles. Ja Leute, und zwar waren wir dann in der 2. Etage. Also das war alles unten aus dem Verkaufsraum, nenne ich es mal. Und in der 2. Etage gab es dann, oder haben dann die Künstler gesessen, ja, die Comiczeichner gesessen. Der Martin Refour war da mit seinen Movie Props, mit seiner Ausstellung, auch der hat ein bisschen was verkauft. Und der Steven Zuleger von der Firma von Heo, kennt ihr vielleicht, ja, die vertreiben ja hier in Deutschland die Masters-Figuren, zum Beispiel die Origins. Und der Steven hat auch einen kleinen Stand gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass er von ihm war oder mit Leuten zusammen. Und er hatte da was gehabt, was ich mir angeguckt habe. Ich habe den Karton gesehen und war total geflasht. Ja, und dachte mir, boah, sieht der Karton cool aus. Aber was zur Hölle ist das denn? Und habe ich mir den Karton angeguckt. Dann habe ich Steven gesagt, halt hier, Steven, was ist das denn? Dann sagt er, ja, steht doch drauf, das ist das und das. Und dann dachte ich mir, boah, ist das cool. Und wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, ich sammle eigentlich nichts Neues, sondern wirklich nur Vintage-Sachen aus der guten alten Zeit, aus den 80ern, auch 70er und auch ein bisschen 90er. Das hier ist jetzt was von 2019, glaube ich, basiert aber auf einem alten Film, auf einem Horrorfilm, und zwar aus dem Film Tanz der Teufel. Und ich möchte euch jetzt zeigen, und dafür muss ich mich leider Gottes hier vorne hin quälen, und ich habe, hoffentlich kriegt man das drauf, diesen riesen Karton habe ich mir beim Steven mitgenommen. Und zwar ist das Evil Dead 2, also Tanz der Teufel 2, Dead by Dawn ist der Untertitel des Films. Und das ist der Kandarian Dagger Replika. Also ist eine Replik, eine Nachmachung
ein nachgemachter, sage ich mal, im Film vorkommender Dolch, ja, der, wie gesagt, im Film auch seine, ich hoffe, ihr seht mich jetzt gar nicht mehr, gell? Der im Film seine Sequenzen hat, in denen er auch benutzt wird, und die Firma ist Trick or Treat Studios und die haben diesen Dolch als Replika für die Fans rausgebracht. Ja, das Tolle ist, dieser Dolch ist, hat einen Stand, hat eine Base dabei und ich kann den halt schön, der ist wirklich so groß, wie der Karton hier lang ist, ja, kann den halt schön auf diesen Stand stellen und werde den auch auspacken, werde den vor meine Horrorfilme, DVDs, wie auch immer, halt platzieren und dann mal gucken. Ja, in diesem Video, Leute, packe ich ihn jetzt nicht aus, das würde zu lange dauern. Wenn ihr quasi ein Unboxing sehen wollt über diesen Dolch, dann schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Wie gesagt, der ist neu, eigentlich habe ich nichts Neues auf dem Kanal. Wenn es euch trotzdem interessiert, weil er ja auf einem alten Film basiert, sage ich mal, dann lasst es mich wissen, dann mache ich hier nochmal ein separates Video zu diesem coolen Teil. Ich packe den erstmal so lange wieder zur Seite. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ein Video dazu sehen wollt. Und ich kann nur sagen, Steven, nochmal vielen, vielen Dank für den Deal. Ja, Leute, und wir haben noch andere, natürlich Shops als auch Freunde getroffen. Den Andy Daniel von Strong Vision, natürlich war Strong Vision auch da. Ja, mit ihm haben wir auch kurz gequatscht. Mit, ich weiß gar nicht, den Tobi haben wir noch getroffen, Tobi Gabler, der ist auch vielen von euch vielleicht ein Begriff, ist ja auch ein Toy Hunter durch und durch. Ja, die Sabine vom Stamm der Sabinerin war auch da, Grüße an euch alle. Ja, und kurz bevor wir gehen wollten, bin ich noch in zwei Männer reingerannt und die sagten, Moment, du kommst hier nicht weg. Wir wollten dir nämlich was übergeben, wir wollten dir was schenken, wir kennen deinen Kanal, wir schauen deine Videos und möchten einmal Danke sagen und auch da bin ich immer wieder geplättet. Ja, also vielen, vielen Dank und ja, ich habe von jedem ein kleines Geschenk bekommen, wobei klein kann ich das gar nicht nennen. Ich finde es einfach immer umwerfend und unbeschreiblich und zwar habe ich einmal, aber ich kriege den jetzt hier hoch. Ich hebe ihn jetzt mal auf. Einmal einen Aufkleber zu Rambo 3 bekommen. Ja, und zwar steht ja demnächst im Kino. Also müsste der Aufkleber von 88 sein wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, also ungeklebt natürlich noch auf der Trägerfolie drauf. Hat er mir einfach so geschenkt, weil er sagt halt hier, ich weiß, du bist ein Stallone, du bist ein Schwarzenegger-Fan, ich mag deine Videos und das ist eine Kleinigkeit für dich. Also vielen, vielen Dank. Und dann, ich habe leider eure Namen vergessen, es tut mir echt leid, ja, aber der Tag war so voll. Ich hoffe, ihr seht das Video, dann könnt ihr es unten gerne nochmal kommentieren. Ja, und das ist jetzt wirklich ein Highlight für mich. Ja, sowas habe ich noch nicht bekommen bisher, denn Person 2 hat mir etwas gezeichnet, selbst gezeichnet, und zwar einen Arnold Terminator 1. Das Covermotiv hat er abgezeichnet mit Bleistift. Das ist eine Bleistiftzeichnung oder Radierung, ich weiß gar nicht, wie man es meint, wie man es sagt. Und ich finde das richtig cool mit Rahmen. Er hat sich echt Mühe gegeben, hat gesagt, ich zeichne gerne, und da ich weiß, dass du Arnold und Sly-Fan bist, habe ich dir diesen Arnold hier gezeichnet und mitgebracht. Leute, ich bin total sprachlos. Ich hoffe, das hat jetzt nicht so geblendet. Ich halte es nochmal in die Kamera. Ja, ich drehe mal so ein bisschen. Kann sein, dass es jetzt sogar noch mehr blendet, aber ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ja, und ich finde es einfach total klasse. Ja, ich war wieder mal so ein bisschen sprachlos. Habe mich tausendmal bedankt. Ich hoffe, das hat gereicht. Eigentlich hat es nicht gereicht, ja, weil das ist einfach unbezahlbar, sowas. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal für dieses tolle Bild, für diese tolle Zeichnung. Der Tag, wie gesagt, war einfach ein voller Erfolg. Ja, Leute, das war meine Ausbeute. Das war ja meine Eindrücke von der Luxor Fantastic Folge oder Ausgabe Nummer 8. Also wie gesagt, es war wirklich, wirklich toll, so viele Gleichgesinnte wie immer ja, wiederzusehen, neu kennenzulernen. Ja, der Tag hat gar nicht gereicht für diese ganzen Gespräche. Ich habe am Anfang Ewigkeiten gebraucht, bis ich auch nur einmal halb in der ersten Etage einmal halb rumgekommen bin. Ja, mit an den Ständen gucken, mit quatschen, mit den Händlern quatschen, aber auch mit den Personen, die
selbst am Suchen waren, quatschen. Es war einfach wunderschön. Ich habe wir haben einen Riesenspaß an dem Tag gehabt. Ja, wir freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf die 9. Ausgabe der Luxor Fantastic. Ja, und es bleibt mir nichts weiter zu sagen als, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, hallo, hier ist der Retro Rauner. Und damit verabschiede ich mich auch. Wie immer, macht's gut, euer Retro Rauner.